London vor dem Parlament. Der Brexit zerreißt das Land. Du bist ein Antidemokrat. Er will einfach immer wieder wählen, bis die Antwort ihm passt. Sie haben nicht ehrlich gewonnen. Den Menschen wurde ein großer Haufen Lügen verkauft. Die offizielle Brexit-Kampagne behauptete, dass Großbritannien 350 Millionen Pfund die Woche an die EU überweisen muss. Eine wirkungsvolle Lüge. Das heißt, das Vereinigte Königreich hat für den Austritt aus der EU gestimmt. Der 23. Juni wird in die Geschichte eingehen, als unser Unabhängigkeitstag. Wie genau konnten die Brexit-Befürworter ihren knappen Sieg erringen? Ein Kommunikationsforscher analysierte nach dem Referendum die Ausgaben der Kampagne Vote Leave. Als ich alles zusammengerechnet hatte, zeigte sich, dass fast die Hälfte der Ausgaben an ein Unternehmen ging, von dem ich noch nie gehört hatte. Aggregate IQ. Ein winzig kleines Unternehmen an der Westküste Kanadas, das, soweit ich das beurteilen konnte, vorher noch nie eine politische Kampagne durchgeführt hatte. Niemand wusste wirklich, wer diese Firma war. Sie antwortete nicht mal auf E-Mails. Wer steckte hinter dieser mysteriösen Firma? Warum bekam sie das viele Geld? Ein großer Teil des Geldes der erfolgreichen Kampagne wurde für etwas ausgegeben, von dem wir nichts wussten. Es war eine Art schwarzes Loch. Wie die Firma vorgegangen ist, hat Whistleblower Shamir Sunny erlebt. Er hat für die Vote Leave-Kampagne gearbeitet. Nachdem die Vote Leave die offizielle Kampagne geworden war, setzte man fast nur noch auf Kernthemen, die die Menschen bewegten. Die Türkei, Migration. Die Daten hatten zuvor gesagt, benutzt das, benutzt das. Potenzielle Wähler wurden dafür ausgeforscht, mit Hilfe ihrer Handys, Facebook, Google. Interessen- und Bewegungsprofile gespeichert, maßgeschneiderte Anzeigen für viel Geld. 700.000 Pfund können viel bewirken. Auf Facebook für maßgeschneiderte Werbung, vor allem wenn sie so perfekt zugeschnitten ist. Jeder kann Ihnen sagen, dass 625.000 oder 700.000 Pfund den Unterschied ausmachen. Ein Wähler wird mit gezielter Werbung dazu gebracht zu wählen. Doch wie genau funktioniert das? Als einem parlamentarischen Ausschuss endlich viele Anzeigen der Vote Leave-Kampagne vorgelegt worden sind, ging es darin auch um Tierquälerei, nicht jedoch im Zusammenhang mit der EU. Da fielen Sätze wie, wenn Sie gegen den Walfang sind, klicken Sie hier. Die emotionalen Anzeigen waren der Köder. Klickte der Nutzer, hing er am Haken. Die digitalen Strategen bombardierten die potenziellen Wähler dann mit Anzeigen. Großbritannien habe bald eine Grenze mit dem Irak. 76 Millionen Türken stünden vor der Tür und die EU sei schuld. Die Anzeigen oft glatte Lügen. Und die sind maßgeschneidert, sogenannte Dark Ads. Dazu kommt, die kann bei Facebook nur der jeweilige Nutzer sehen. In einer Demokratie erwarten wir, dass Dinge in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, damit man sich mit ihnen offen auseinandersetzen kann. Sobald Behauptungen nur in einem privaten Bereich gemacht werden, direkt an einen einzigen Wähler gerichtet und nur die Kampagne, die Partei, Facebook und der Empfänger kennen den Inhalt, dann wird die ganze Dynamik, das ganze demokratische Prinzip verändert. Der ganze demokratische Prozess wird so untergraben. Im Verborgenen wurde eine Botschaft in den Köpfen verankert. Geht wählen, wenn ihr Angst habt. Vote Leave hatte verstanden, wie mächtig AIQ war, wie mächtig die Algorithmen waren und wie erfolgreich sie waren, um Menschen zu erreichen. Deshalb waren sie bereit, das Gesetz zu brechen, um ihnen noch mehr Geld zu zahlen. Auch die Brexit-Kampagne von Nigel Farage setzte auf digitale Propaganda und dabei auf das Know-how der Firma Cambridge Analytica. Cambridge Analytica hat in über 100 Ländern gearbeitet, dabei neuartige, spezialisierte Methoden angewandt. Die verschiedenen Brexit-Lager setzten auf die gleiche digitale Strategie. Eingekauft mit dem Geld reicher Spender. Wir haben es dank der verdammt harten Arbeit vor Ort geschafft. Von Leuten wie meinem Freund Mr. Banks hier. Wer ist Aaron Banks?
auf dem Weg in den Südwesten von England. Hier in der Nähe von Bristol hat Aaron Banks ein Anwesen. Der Unternehmer wählte diese Bühne, um im Oktober 2014 eine spektakuläre Ankündigung zu machen. Er wolle der Partei von Farage 1 Million Pfund spenden. Es ist kein großes Geheimnis. Wir kämpfen ständig um Geld. Wahlen stehen an. Die letzten Wochen war ich besonders besorgt. Ich mache mir mehr Sorgen ums Geld als um alles andere. Nachfrage beim Millionenspender. Das ist eine Menge Geld, oder? Ja, aber ich habe etwa 30 Unternehmen, bin im Diamantenabbau tätig, außerdem im Versicherungs- und im Bankwesen. Woher Banks das viele Geld hatte, das er in die Brexit-Kampagne stecken konnte, hat inzwischen eine Kommission des Parlaments untersucht. Er war nie in der Lage zu erklären, woher das Geld genau kam, mit welchem Geschäft oder mit welcher seiner Firmen er es verdient hatte. Er sagte nur, das Geld stammt aus meinen privaten Rücklagen. Es gibt aber an dieser Erklärung so viele Zweifel, dass inzwischen die britische Kriminalpolizei ermittelt. Eine Gruppe von Journalisten hat das Geschäft von Aaron Banks auch deshalb genau analysiert. Aaron Banks hat oft gesagt, dass das Geld von einem Unternehmen mit Sitz in Großbritannien kam. Derzeit ermittelt die National Crime Agency, weil sie vermutet, dass das Geld von einer anderen Firma stammt, die ihren Sitz auf der Isle of Man hat, was nach britischem Wahlrecht illegal wäre. Banks spendete Ende 2015 mehr als 9 Millionen Pfund für die Brexit-Kampagne. Für die Journalisten sehr erstaunlich. Nur ein Jahr bevor er ein wichtiger politischer Geldgeber wurde, steckte seine Versicherungsholding in ernsten Solvenzproblemen. Trotz dieser Probleme kaufte Banks in dieser Zeit 3 Diamantenminen in Südafrika. Diamanten im Wert von mehr als 70 Millionen Dollar würde er dort fördern können. Stimmt das? Die erste Mine sieht verlassen aus. Wir fragen den Nachbarn. Ich bin hier seit 15 Jahren. Und in 15 Jahren nichts gesehen? Okay. Wenige Kilometer weiter eine zweite Mine. Sofort kommt ein Wachmann. Entschuldigen Sie. Es ist nicht erlaubt, Bilder zu machen. Ist es eine aktive Mine? Sind hier Arbeiter? Ich weiß nicht. In einem Video gab Banks damit an, dass zumindest diese Mine aktiv sei und dort viele Diamanten gefunden werden. Nicht nur wir haben Zweifel. In Johannesburg treffen wir einen Anwalt, der gegen Korruption im Land kämpft. Er hat Banks verklagt, weil er mit angeblich unregistrierten Diamanten gehandelt haben soll. E-Mails von Banks erwecken diesen Verdacht. Aaron Banks kann nicht einfach eine alte Mine kaufen, bei der eine andere Firma gesagt hat, nun, wir haben genug von dieser Mine, sie ist abgearbeitet. Und jetzt kommt er, kauft die Mine und fängt plötzlich an, Gewinn zu machen? Das ergibt keinen Sinn. Wenn eine Mine abgearbeitet ist, ist sie abgearbeitet. Ich glaube nicht, dass sie dort überhaupt Diamanten produzieren. Auf seiner Website sagt er, dass alle Diamanten, die er verkauft hat, aus seinen Minen stammen. Das ist eine glatte Lüge. Nicht nur die Diamantengeschäfte von Banks werfen Fragen auf. Vor dem Referendum traf er sich in London außerdem regelmäßig mit dem russischen Botschafter. In der Zeit vor dem Referendum hatte er eine Reihe von Treffen mit dem russischen Botschafter in London. Dabei waren auch russische Geschäftsleute, die mit dem Gold- und Diamantenbergbau zu tun hatten. Diese Gespräche fanden bis zum Referendum statt. Warum traf Banks den russischen Botschafter? Kam von dort Geld für die Brexit-Kampagne? Ein Sonderausschuss des britischen Parlaments sollte das klären. Haben Sie irgendwelche Geschäfte in Russland abgeschlossen? Ich habe keine Geschäfte in Russland abgeschlossen. Als konkrete Nachfragen kommen, geht Banks einfach. Wir sind noch zum Mittagessen verabredet. Haben Sie noch 5 Minuten? Ich habe Nein gesagt. Wenn der größte Spender in der politischen Geschichte Großbritanniens mit dem russischen Botschafter über Gold- und Diamantenminen verhandelt, ist das nicht normal. Es ist entscheidend zu wissen, ob Geld, das für Kampagnen in Großbritannien gespendet wurde, aus Geschäften mit den Russen stammt. Auch Nigel Farage, erklärter Fan von Wladimir Putin, hatte Kontakt zum russischen Botschafter.
und verteidigt jetzt seinen Freund Aaron Banks. Er hat eine Einladung des russischen Botschafters akzeptiert. Na und? Doch es laufen noch immer Ermittlungen und Strafverfahren gegen das Brexit-Lager. Sie können einfach das Ergebnis nicht akzeptieren. Es passt nicht zu Ihrer Weltanschauung. Etwas muss schiefgelaufen sein. Lügen müssen schuld gewesen sein. Oder ja, Russland. Was für eine unglaubliche Kampagne. Aber wissen Sie was? Da draußen in Mittelengland interessiert das niemand. Ihr Ziel haben die EU-Gegner längst erreicht, obwohl es ernste Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Referendums gibt. Wer behauptet, dass das Brexit-Referendum legitim zustande gekommen ist, lügt. Vote Leave hat gewonnen, weil sie Aggregate IQ nutzten und weil sie das Gesetz brachen.